Guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und den schönsten Spezialgast auf dem ganzen Planeten, und zwar keine andere als Dana Rolle. Hallo? Wo ist mein Publikum? Hier, da vorne. Musste wieder mal in die falsche Richtung, aber vielleicht treffen wir uns ja endlich mal in der Mitte. Ich habe gehört, wenn wir die 100.000 Abonnenten knacken werden auf diesem fantastischen Kanal, vielleicht wird es ja ein kleines Weihnachtsgeschenk für mich. Ich würde mich freuen. Jetzt abonnieren. Für dich ein großes Weihnachtsgeschenk, für mich ein kleines. Ein sehr, sehr groß sogar für dich. Ein kleines, weil es ist dein Kanal, nicht meiner. Für dich auch ein kleines, okay. Und dann kommen vielleicht ein paar andere Formate. Ich hatte heute eine richtig gute Idee. Ich muss noch gucken, ob ich das umsetzen kann. Ich habe auch noch ein paar andere Ideen, aber diese Idee war die Idee des Jahrtausends. Oh. Allein dafür ein Abo, um das nicht zu verpassen. Und weil wir jetzt natürlich wieder gute, schöne Dinge uns anhören, reagieren und analysieren werden. Das sind direkt ganz schön viele Sachen hier in einem Paket. Und zwar hier Bandit. Mit Dumb. Dumb. Ja, ist wohl eine neue Gruppierung. Neuere, oder? Also wir hatten die zumindest noch nicht hier auf dem Kanal. Oh, das weiß ich nicht, wann die ihr Debüt hatten, aber der Song ist etwas neuer, vom 5.11. Der Song ist neu, ja. Und wir hatten die noch nicht, ja. Wir hatten die noch nicht auf dem Kanal, wir kennen die noch gar nicht. Deswegen hier das K-Pop-Universum nochmal einen Schritt weiter rein. Ja. Löst sich wieder schön auf, der Pre-Chorus. Oh, die Harmonien. Ah, die singen schon, die singen schon Bye Bye Dumb, ne? Ja. Also verabschieden sich von irgendeinem Dummkopf. Untertitel gab's nicht? Nur automatisch erzeugte er auf Englisch. Da verzichten wir gerne drauf, weil die meistens sehr komisch ausfallen. Ja, nee, bitte nicht. Ja, schade. Nicht schlecht. Was ein Rock. Geile Dance-Choreo, ne? Cool. Krass.
First Mini-Album, siehst du? Ja, cool, echt cool. Ich sag das Schlechte direkt vorab, damit ich direkt zum Positiven kommen kann. Ich finde das Mastering wieder nicht ganz so geil. Ich finde, die Drums setzen sich ein bisschen zu sehr in den Hintergrund, weil das Ganze wieder zu stark hier gemastert und komprimiert wurde. Nicht ganz so krass wie manche andere Tracks, die wir schon hatten hier, aber man hört teilweise die Percussion gar nicht so richtig oder die Kick oder so. Es setzt sich irgendwie nicht durch. Kann auch am Mixing liegen. Ich glaube aber eher, dass es ein Mastering-Problem ist. Weil eigentlich haben wir so einen Dembo-Rhythmus, der hier so... Oh, stimmt. Ja, und es fällt einem gar nicht so krass auf, weil das... Nee. Ja, weil sowieso die ganze Percussion, die ganzen vielleicht Drums... ist es ja gewollt, dass nicht so krass auffällt. Ich sag mal so, wenn du die komplette Drum- und Percussion-Sektion nicht richtig fühlst mehr sogar, also auf den Ohren nicht mehr fühlst und hörst... Das kann nicht gewollt sein, weil das ist eigentlich der Tod von einem Track. Also wozu machst du dann Drums rein? Klar gibt es Songs, die brauchen nicht so viel Percussion oder Drums, aber das sind Popnummern, Mainstream-Popnummern, die leben ja vom Rhythmus, die leben gerade von diesem Abtempo-Ding und so. Du sollst ja dazu tanzen können und hin und her. Ich finde, dass die Drums hier schon irgendwie sehr, sehr weit in den Hintergrund geraten, leider. Weil eigentlich dieser Dembo-Rhythmus, ne, dieser der bringt ja eigentlich einen ziemlich geilen Flair hier in eine K-Pop-Nummer noch rein, weil das ja eigentlich eine ganz andere Ecke ist, wo man diesen Rhythmus normalerweise bedient, so vor allen Dingen im Reggaeton und auch im lateinamerikanischen Raum und so weiter. Ja, das ist so das, was mir aufgefallen ist, aber der Rest ist ziemlich cool, muss ich sagen. Die Stimmen sind sehr, sehr schön, die Harmonien sind sehr, sehr schön, die Mädels hier sehr, sehr aufgestellt haben. Natürlich sind das alles Studioproduktionen, ob der es live genauso performt, ist eine andere Sache, aber so hört man schon mal, dass die Stimmen an und für sich gut harmonieren, auch von der Klangfarbe her. Und vielleicht kannst du was zu den Klamotten mal sagen. Ich weiß nicht, ich dachte irgendwie so an einen Mix aus Dolce & Gabbana und Valentino, weil es irgendwie auch, finde ich, teilweise einzelne Elemente im Musikvideo und auch im Song haben für mich so ein bisschen was orientalisch angehauchtes, vielleicht so marokkanisch oder so, würde ich fast sagen. Okay. Also auch die Klamotten teilweise. Ja, das kann hier teilweise so an diesen Prints hier, ne? Paisley-Muster. Paisley-Muster und teilweise haben die hier auch... Paisley-Muster dachte ich nicht mal, sondern wirklich, die Settings hier mit diesen Lampen genau. oder Lichtern hier. Ja, stimmt. Da gebe ich dir und auch recht. Hier, da dachte ich so ein bisschen marokkanisch vielleicht, orientalisch. Also, ja, hier auch, ne, das orientalisch angehauchte, diese Form hier oben. Und aber auch alles sehr, sehr dezent. So, ich kenne jetzt die Namen leider nicht, aber diese eine Szene, wo sie vor diesem Obststand mäßig... Das hier meinst du nicht mit den Blumen? Nicht unbedingt, aber von den Farben her schon. Der Rock war sehr, sehr schick hier. Der Lederrock. Rock. In Kombination mit allem, Richtig was sie anhat. Sehr, sehr stimmig. Sieht mega cool aus. Die Outfits sind on point, ey. Ja, alles. Hier ist so ein bisschen preppy eher, so eher Preppy-Style. Preppy-Style? Preppy, ja. Okay. Preppy. So vielleicht... Aber wirklich super abgestimmt. Ich finde es, ohne dass da jetzt groß Markengeflex oder sonst irgendwas ist, ne? Ja. Also fette Props hier so an Kostümdesigner oder wie man das nennt. Stylist, ja. Das meinte ich. Ah, ja. Ja. Ah, ja. Auch geile Szene eigentlich. Mega hübsche Mädels wieder einmal, aber ja, wie soll es anders zu erwarten sein? Ja, da war so ein bisschen Choreo fand ich auch sehr, sehr stark. Ja, Sounddesign-mäßig, ne, haben die hier ganz klar dieses Oa-A-A-I hängt halt, das glaube ich, hängt sehr krass dann im Ohr nach. Das ist da, wo die den Aufhängersound quasi hier haben. Ja, ist es ein Synthesizer oder so Flöten-Sounds? Die Oa-A-Is? Ne, da drunter. Das sind ja die Stimmen. Und die gleiche Melodie spielt, glaube ich, noch irgendein Instrument. Ja.
wie so eine Flöte. Ja, da ist was dazwischen. Das wird ein Synthesizer sein, der ja so ein bisschen flötenähnlich angesetzt ist. Genau, der spielt da so ein bisschen entgegen dieser Vocal Sounds. Ne, und während die dann, also die geht genau immer in die Pausen rein von dem OAAI und dann, also spielt so ein bisschen entgegen dem Thema von diesen OAAIs. Ja, aber fühlt sich sehr, sehr cool. Die sind so cool, die Kleider mit den schwarzen Overknees dann. Ja, also wirklich alles sehr, sehr stimmig. Kann man einfach nicht anders sagen. Geil. Ja. Sehr schön. Oh, diese Harmonie. Hier war das auch sehr schön mit den, hier im C-Part hat man ja noch ein paar Adlibs gehört, ne? Die Snaps. Auch sehr wichtig, dass eben der Chorus, die Kopfstimmen, die man hier hört, die diese machen, dass die halt ganz rechts, hart rechts und links wieder gemischt sind, dass das eben wirklich sehr weit außen sitzt und dann aber die Main Vocals dann tatsächlich in der Mitte sind. Einmal ganz klassischer Produktionsgriff, der hier jedes Mal gemacht wird und auch hier gemacht wurde, damit man da so ein bisschen auch mal so eine Verteilung hat, quasi. Ne, hier und bei ihrem Part aber wirklich dann die Harmonien komplett parallel auf ihre Sätze drauf. Ja, stark. Ne, auch hier wichtig, dieser kleine Percussion-Fill-In. Und hier nur auf das I Go My Way so nochmal so 2 Harmonien drauf gesetzt. Okay. Auch sehr interessant, dass bei diesen OAAIs, obwohl die ja schon sehr durchgetuned sind und sehr gut bearbeitet, hat man trotzdem die Atmer immer noch davon drin. OAAI, so hört man auch noch voll. Ja, musst du genau drauf achten, aber weil das alles so rhythmisch ist, fällt das gar nicht so krass auf. Nicht alle und nicht immer auf jeder Seite, aber da sind so ein paar Atmer irgendwie noch drin geblieben. Wahrscheinlich mit Absicht, aber klingt tatsächlich hier sehr, sehr cool. Aber da wollte uns ganz kurz der Mops besuchen und hat sich doch wieder anders überlegt. So, sehr, sehr coole Nummer. Mich würde noch interessieren, bei welchem Entertainment die sind. Stone Music, okay, krass. Sehr, sehr nice. Daumen nach oben auf jeden Fall dafür. Danke für den Vorschlag an die Community. Ihr dürft natürlich fleißig weitermachen in den Kommentaren. Und wir machen Thumbnail Time. Aber was machen wir? Wenn man das jeden Tag 2-3 Mal macht, dann fällt einem echt kein Gesicht mehr ein. Nee, weil es immer das gleiche Gesicht ist. Ich mach das. Ne? Zeit ist schon vorbei, Pech gehabt. Okay, das ich mach einfach weiter. So, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo, dann nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Schaut auch gerne bei Dana vorbei, denn sie hat auch einen YouTube-Kanal. Wirklich, sie hat wirklich einen YouTube-Kanal. Ist kein Spaß. Yeah. Der eine oder andere glaubt es vielleicht nicht, aber es steht wirklich unten. Guckt einmal vorbei. Und wenn ihr vielleicht Interesse habt, warum ich hier zu dem Ganzen kam und mir überhaupt dieses wunderschöne Studio hier aufgebaut habe, guckt gerne unten in der Beschreibung. Der allererste Link, allererste Link, da seht ihr ein Video, wo ich ein Interview gehalten habe bei hiphop.de 1 Stunde lang. Nehmt euch also ein bisschen was zum Schnabulieren und guckt mal vorbei. Vielleicht interessiert euch das. Ein bisschen inspirierend vielleicht für den einen oder anderen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.